Hallo, ich bin Andreas. Heute ist Freitag, der 26. Oktober 2018. Vorhin, als ich mir Frühstück gemacht habe, habe ich auch das Radio eingeschaltet und da ist mir wieder etwas aufgefallen, was mir in diesem Jahr sehr oft aufgestoßen ist. Und zwar vor den Nachrichten gibt es immer etwa 5 Minuten, 3 bis 5 Minuten Werbung, ein Block. Das sind vielleicht 10, 15 Werbespots. Wenn man da wirklich mal zuhört, das heißt, man muss selber dann aber auch still sein und zuhören, merkt man, dass keine einzige der Aussagen zutrifft. Das heißt, kein einziger Werbespot überträgt Wahrheit, sondern es ist alles entweder weit, weit überzogen oder es ist ins Lächerliche gezogen oder es ist wirklich klipp und klar gelogen. Das entsendet man jeden Tag, jede Stunde, jetzt nur mal auf das Radio bezogen, in die Welt. Was dabei passiert, das ist, dass, wenn man das Radio angeschaltet hat, diese Botschaften in Anführungsstrichen nicht bei einem am Gehirn, am Bewusstsein anklopfen und sagen, oh, bitte überprüf mal, ob ich die Wahrheit bin, sondern das läuft gar nicht über unser Bewusstsein, sondern wir konsumieren das nebenbei und es fällt uns gar nicht mehr auf, was dort übermittelt wird. Und so leben wir ja schon in unserer Gesellschaft ja schon seit 20, 30, 40 Jahren, dass es gar keine Rolle mehr spielt, ob da die Wahrheit erzählt wird oder nicht. Dazu kommt das, was in den Büchern übermittelt wird, in den Geschichten. Womit werden die Kinder bombardiert? Mit was für Geschichten? Videospiele. Wie viel Lüge wird in die Welt entsendet? Und der andere Punkt, wie viel Gewalt wird in die Welt entsendet? Über Videospiele, über Geschichte, über Internet, Spiele im Internet. Wie viel brutalste Gewalt? Permanent 24 Stunden um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Millionen und Abermillionen von brutalsten Fantasien, die entsendet werden in die Welt. Dazu eine Sprache, die immer mehr zerfällt. Die Sprache selber wird immer brutaler, wird lächerlicher. Es gibt, was Moral betrifft, immer weniger Halt. Letzten Endes steht hinter diesem Ganzen eigentlich nur ein einziges Ziel. Es geht immer um Geld. Man will Geld damit machen, sich bereichern. Und damit wird alles legitimiert. Alles, letztlich. Und wenn man es nicht macht oder jemand nicht macht, dann sagt ein anderer, ja wieso, dann macht jemand anderer den Verdienst. Oder du bist ein Idiot, weil du auf diesen Profit verzichtest. Und das geht ja sogar so weit, dass Bomben, Panzer, Militärwaffen produziert werden und verkauft werden über den ganzen Planeten, selbst in die größten Krisengebiete, nur um Geld zu machen. So, und wenn man das jetzt mal alles nimmt als ein großes Paket, dann kann man mal hinterfragen, welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Kinder? Und wie werden sich wahrscheinlich die Kinder entwickeln? Und dann darf man sich nicht wundern, wenn, was jetzt zum Beispiel ja immer häufig auch kommt, an Meldungen, dass die Brutalität unter den Kindern zunimmt.
die Brutalität auf den Schulhöfen, dass die Akzeptanz der Erwachsenen immer geringer wird. Der Respekt gegenüber den Erwachsenen wird immer geringer. Mir ist es vor ein paar Tagen wieder aufgefallen, bei Kindern, die vielleicht 11, 12 Jahre alt sind, dass ihre Aura und ihre Art ist eigentlich dieselbe, wie sie bei den Nazis war. Es ist nur anders verpackt, aber es ist der gleiche Charakter. Es ist völlige Respektlosigkeit gegenüber dem anderen und man sucht jemand einen Sündenbock sozusagen. Man sucht auch jemanden, wo man seine Wut ablassen kann, seinen Hass ablassen kann. Und mit dieser Aura gehen sie durch die Gegend und so schauen sie einen auch an. Ja, und darüber müssen wir mal dringend nachdenken und wir müssen dringend etwas ändern. Das geht so nicht mehr weiter. Das können wir uns ja jeden Tag mal vergegenwärtigen. Und es macht auch Sinn, sich mehr mit Intellekt zu beschäftigen und sich mehr damit zu beschäftigen, wie funktioniert unsere Gesellschaft, was müssen wir dringend verändern und wie verändern wir es. Das ist wichtiger, als uns mit der Frage zu beschäftigen, wie mache ich Kohle, wie mache ich Kohle, wie mache ich Kohle, wie mache ich mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Letzten Endes ist der Punkt so, dass man ganz klar sagen kann, alles hat auch ein Echo, eine Reaktion, das merkt man auch von der Erde her. Und man kann letzten Endes sagen, die Erde braucht den Menschen nicht, letzten Endes. Aber der Mensch braucht die Erde. Okay, Shalom.